Ja, hallo, mein Name ist Thomas Leitner. Herzlich willkommen auf meinem Kanal der Seelenanalytiker. Ja, und ihr habt richtig gelesen, heute geht es um den Semmelknödel. Keine Angst, es wird kein Kochvideo werden. Es geht vielmehr um die Angst oder um meine Angst vor dem Semmelknödel. Es ist aber auch ein Video übers Scheitern. Oder vielleicht auch nur die Angst vorm Scheitern. Jedenfalls, was mich der Semmelknödel gelehrt hat, was er mir beigebracht hat und was das Ganze mit Glaubenssätzen zu tun hat, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei! Ja, was hat es jetzt mit diesem Semmelknödel oder der Angst vor Semmelknödel auf sich? Nun dazu eine kurze Vorgeschichte. Ich bin ein passionierter Hobbykoch, also ich liebe es wirklich zu kochen. Speziell wenn ich für Freunde am Herd stehe. Aber auch wenn ich für mich allein koche, gebe ich mir schon immer besonders Mühe. Und es landet auch nicht einfach alles in einer Schüssel, sondern auch wenn ich für mich selber koche, wird ein passendes Teller gesucht und es wird schön angerichtet. Und für mich ist das auch wichtig. Es ist ein kleines Stück Selbstfürsorge. Etwas Liebevolles für sich selber machen, einfach weil man sich das wert ist. Und natürlich bin ich auch mein schärfster Kritiker und hundertprozentig zufrieden bin ich wirklich selten. Ja. Irgendwas lässt sich immer verbessern. Aber im Großen und Ganzen darf ich sagen, meine Küche wird geschätzt von mir und von meinen Freunden. Aber ein Gericht war für mich über Jahre hinweg irgendwie der Endgegner. Mein Kryptonit, mein Hydra. Ja. Mein Erzfeind, kann man schon fast sagen. Ja. Der zwar sehr unschuldig aussehende, dennoch aber schier fast unbesiegbar wirkende, und ihr habt es bereits geahnt, Semmelknödel. Dabei habe ich im Kopf schon ein ganz klares Bild vor Augen vom perfekten Semmelknödel. Ja, flaumig, fluffig, zart mit Petersilie, so ganz leicht gelblich von den Eiern. Eigentlich genauso wie es meine Oma gemacht hat, weil die Semmelknödel von meiner Oma, die waren einfach grandios. Also, und nachdem ja sowas nicht so schwierig sein kann und ich ja kochen kann, habe ich einfach Knödelbrot, Milch, Eier, Salz, Zwiebel, Petersilie, Prise Muskat in für mich stimmige Verhältnis zusammengemischt, habe Knädel geformt, habe sie dann im leicht gesalzenen, aber nicht wallend kochenden Wasser gekocht, ja, 15 Minuten gewartet, und was herausgekommen ist, war undefinierte breiige Masse. Ja. Auf Deutsch, sie sind zerfallen. Gut, okay, habe ich mir gedacht, beim ersten Mal kann das schon mal passieren. Vielleicht ist diese freie Schnauze Herangehensweise doch nicht so richtig, vielleicht braucht es doch ein Rezept, also habe ich ein Rezept gesucht. Was sehr interessant war, weil dieses Rezept gar nicht so sich groß von meinem freie Schnauze-Ansatz unterschieden hat, aber ich habe es trotzdem probiert, ich habe wieder Knödel geformt, ins Kochwasser gegeben und siehe da, ich erhielt wohlgeformte, aber leider steinharte Tennisbälle. An diesem Abend habe ich dann aufgegeben und es hat zum Rostbraten dann einfach Nudeln gegeben. Und das Kuriose dabei ist ja, andere Knödelarten machen für mich überhaupt kein Problem. Nur beim Semmelknödel komplettes Scheitern, kompletter Totalausfall. Und das Problem ist dann, wenn man ein paar Mal scheitert, dann kann es passieren, dass sich so still und heimlich ein Glaubenssatz so einschleicht in dein Unterbewusstsein. Der könnte dann zum Beispiel lauten: Thomas, du kannst keine Semmelknödel machen. Ja, bei allen gelingen sie immer, nur bei mir halt nie. Und da habe ich eben schon bemerkt, dass dieser Glaubenssatz jetzt dann doch wirklich zu wirken anfängt, weil egal welches Rezept ich genommen habe, egal welche Schritte ich unternommen habe, wie fest ich die Masse, wie lange ich sie quälen habe lassen, wie fest ich sie gedrückt habe, es hat nie funktioniert.
Und da merkt man schon, dass dieser Glaubenssatz im Hintergrund wirkt. Im Unterbewusstsein wirkt dieser Glaubenssatz, du kannst es nicht. Und der beeinflusst dann dein Handeln so, dass der Glaubenssatz auch bewiesen wird, dass du es tatsächlich nicht schaffst. Ja. Und da merkt man, wie tief sich solche Glaubenssätze eben in unser Handeln eingraben und eben genau dann zuschlagen, wenn man es nicht vermutet. Und nämlich ganz genau im Unterbewusstsein, so dass man es nichts mitbekommt. Ja. Und auch wenn man sich darüber bewusst ist. Auch wenn man genau weiß, ja, das stimmt also gar nicht, also ja, Blödsinn dieser Glaubenssatz und man muss nur positiv denken, trotzdem steuern sie dein Handeln. Und das passiert nicht nur beim Kochen, sondern immer dann, wenn eine Situation uns an etwas Altes erinnert. Ja, vielleicht an ein Erlebnis, das sehr schmerzhaft war, einer Täuschung oder einer Verletzung oder auch an ein Scheitern. Ja. Und plötzlich ist man wieder mittendrin in dieser alten Situation und die Gefühle und die Emotionen von damals kommen hoch. Und das Gemeine daran ist, sie fühlen sich genauso real an wie früher. Ja, wie kommt man jetzt raus aus diesen Glaubenssätzen? Wie kann man die überwinden? Ich habe vor einigen Jahren während meiner Ausbildung ähm, eine Technik kennengelernt, die sich Klopfakupressur nennt. Das erste Mal ausprobiert habe ich das mit einer Bekannten. Das war im Winter, wir sind spazieren gegangen an einem zugefrorenen See und es stellte sich heraus, dass sie einfach Angst davor hatte, das Eis zu betreten. Obwohl das Eis mehrere Zentimeter dick ist und absolut sicher war und es waren auch andere Personen auf dem Eis. Ich habe dann gesagt, pass auf, ich habe gerade was Neues kennengelernt, darf ich das bei dir ausprobieren? Und dann haben wir eben diese Klopfakupressur gemacht, wirklich Punkt für Punkt. Ich habe da meinen Schummelzettel noch gehabt. Und nach circa 20, 25 Minuten habe ich sie dann gefragt, wie jetzt ihr Stresslevel ist, wenn sie auf das Eis denkt. Und da hat sie gesagt, ich weiß nicht warum, aber ich will jetzt unbedingt aufs Eis gehen. Und sie hat es selbst fast gar nicht glauben können. Ich habe sogar ein Foto machen müssen, wie sie da mitten auf dem Eis gestanden ist, ja, und diese Angst überwunden hat, oder vielmehr diese Angst nicht überwunden hat, weil es war kein Zwang zu überwinden, sondern die Angst war einfach, äh, die war einfach losgelöst, also die war einfach weg. Und ein paar Tage später hat sie mich zudem noch angerufen und gesagt, dass gleichzeitig auch ihre Höhenangst anscheinend weggegangen ist. Und für mich war das schon ein einschneidendes Erlebnis auch. Also mich hat das auch geflasht, weil ich habe dann plötzlich gemerkt, ja, diese Technik, was das für tiefe und schnelle Veränderungen bringen kann. Ja, wie funktioniert jetzt was ist jetzt diese Klopfakupressur oder auch Klopfakupunktur, wie man sie auch nennen kann, obwohl man da nicht mit Nadeln arbeitet? Es gibt da verschiedene Methoden, verschiedenste Anwendungsbereiche, verschiedenste Protokolle von Punkten beziehungsweise Abläufen, wie man klopft. Eine der bekanntesten ist die EFT-Methode, also die Emotional Freedom Technik, also emotionenbefreiende Technik. Und diese Klopfakupressur verbindet eben Elemente aus der traditionellen chinesischen Medizin, eben die Meridianlehre und die moderne Psychologie. Indem man eben bestimmte Meridianpunkte beklopft, während man sich auf diesen belastenden Glaubenssatz konzentriert, beruhigt sich das Nervensystem. Diese emotionale Aufladung von diesem Glaubenssatz löst sich und das Unterbewusstsein kann diese Erfahrung neu abspeichern, nämlich ohne emotionale Aufladung und ohne Blockade. Und genau dort setzt die Klopfakupressur an. Ich habe das mit meinem Semmelknödel-Trauma. Das klingt jetzt fast wie so eine Eberhofer-Creme. Also mit meinem Semmelknödel-Problem habe ich auch diese Klopftechnik dann ausprobiert bei mir selber. Habe gleich das nochmal probiert. Ich habe also wieder meine Semmelknödelmasse zusammengemischt, ja, wieder komplett freie Schnauze, habe sie abgedreht, habe sie gekocht und siehe da, was herausgekommen sind die fluffigsten, zartesten, flaumigsten Semmelknödel, auch mit diesem leichten Gelbstich, eigentlich genauso, wie es meine Oma gemacht hat.
Also nicht genau so, weil ich in der ganzen Euphorie die Petersilie vergessen habe, aber egal. Und das zeigt, egal ob das jetzt bei so belanglosen, unter Anführungszeichen belanglosen Sachen wie Essen oder Kochen sind, oder ob es bei schon einschneidenderen Dingen sind wie Ängste oder von alten Beziehungswunden oder Ängste vor Versagen, Ängste vor Scheitern, wenn es um solche Dinge geht. Glaubenssätze und Traumata sind veränderbar. Und du musst sie nicht ein ganzes Leben lang mit dir mittragen. Also lass dir nicht von deinen Glaubenssätzen dein Leben diktieren. Lass dir nicht deine Handlungen kontrollieren von deinen Glaubenssätzen. Lass dir nicht deine Entscheidungen kontrollieren. Geh nicht in Rückzug, weil Glaubenssätze wirksam sind. Ja, Glaubenssätze sind sehr stark und sehr tief verwurzelt, aber du bist stärker. Wenn du mehr über die Klopfmethode wissen willst oder wenn du sonst noch Fragen hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Also bleib dran, abonniere meinen Kanal, lass mir ein Like da und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Gute. Dein Thomas, der Seelenanalytiker.